unser Deal. Sie bekommen ihr Geld. 1 Million Euro. Wir schwächen LCL, entmachten Elisabeth und übernehmen Landstein Enterprises mit allem, was dazugehört. Gleich kommt ein wichtiger Einkäufer, um mit Elisabeth über LCL Green zu verhandeln. Der Auftrag ist unsere Chance. Es reicht. Gott sei Dank. Ich möchte diese Aufnahmen löschen und die ganze Sache vergessen. Aber nur, wenn ich LCL Green bestelle. Sie wollen Ihre Frau nicht verlieren und genauso geht's mir mit meiner Firma. Einverstanden. Hi, ich bin Tim, Fotoassi. Rebecca von Landstein. Auf gute Zusammenarbeit, Rebecca. Das verstehen Sie also unter Fotoassistenz, ja? Setzen wir uns doch. Ja, gerne. Sorry, voll nicht mit Fass mich nicht an, du Vollidiot! Das war doch nicht mit Absicht. Du bist gefeuert. Volltreffer, würde ich sagen. Ein interessanter Umgang, den man hier bei LCL mit seinen Mitarbeitern pflegt. Den wahren Fashion Victims, so wie es aussieht. Schön gesagt. Mit diesem interessanten Einblick verabschiede ich mich für heute. Aber ich verspreche euch, ich bin bald zurück. Und bis dahin gilt wie immer, good luck, Stylistas. Okay, Kat. Oder wolltest du noch was sagen? Entschuldigung. Rebecca? Hey. Hey, warte. Hey. Wegen der Kündigung. Ich wollte nur helfen. Indem Sie mir einen Stuhl unterm Hintern wegziehen. Das war ein Unfall. Den Hunderte, Tausende von Modefans live im Netz verfolgen konnten. Hättest du nicht gleich ausflippen müssen. Sie provozieren und stören schon den ganzen Tag. Es reicht jetzt. Sie verschwinden und zwar sofort. Lass gut sein, Tim. Für heute reicht's. When you're happy from a dream, is it hard to work out what is real? Vorsicht, Mäuseplage. Hast du geträumt? Ich ahne auch von wem. Gar nicht. Bella, du musst dir den Doc aus dem Kopf schlagen. Ich hab's doch auch geschafft. Ja, weil er hetero ist. Nee, weil er ein Egoist ist. Vielleicht hast du recht. Und er hat ja auch deutlich gesagt, dass er nichts von mir will. Außerdem habe ich genug zu tun. Gerade nach der Trennung mit Andi und den Schuftis. Ich muss mir einen Job suchen. Geld vom Arbeitsamt kriege ich bestimmt nicht. Aber zum Jobcenter muss ich trotzdem. Also wirklich, das sind 1000 Dinge in meinem Kopf, um die ich mich kümmern muss. Vor allem musst du dich mal um dich selbst kümmern. Gönn dir doch mal was Schönes. Was hältst du davon? Linis Schicht fängt gleich an. Dann fahren wir beide zu LCL, suchen da auf meinen Mitarbeiterrabatten heißes Kleid für dich aus und dann ziehen wir beide heute Abend zusammen durch die Clubs. Sag ja. Ja. Mein Gott, Rebecca, wie konnte das passieren? Der Kerl, dieser... Tim Helmke. Ja, der hat sich den ganzen Tag überall eingemischt und Chaos verbreitet. Mir ist der Kragen geplatzt. Das ist natürlich wieder ein gefundenes Fressen für die Presse. Eine von Lahnstein, die in aller Öffentlichkeit einen Mitarbeiter ohrfeigt. Das ist nur so ein Modeblock. Na, Ich fürchte, du täuschst dich, Schwesterherz. Dein Video macht bereits auf sämtlichen sozialen Plattformen die Runde. Und die Leute überschlagen sich. Willst du mal sehen? Der Teufel trägt jetzt LCL. Rebecca von Lahnstein Arroganz verpflichtet. Der hier ist auch nicht schlecht. Tristan, es reicht. Jedenfalls ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis die klassischen Medien das ganze Spektakel ausschlachten werden. Gut, da hilft nur Schadensbegrenzung. Du musst dich bei Tim Helmke entschuldigen. In aller Öffentlichkeit. Ja, je eher, desto besser. Da sind noch ein paar coole Teile dabei. Langweilig. Das ist genauso langweilig. Ach, Bella. Guck mal. Das hier, das ist cool. Da drin siehst du bestimmt sexy aus. Ja, es könnte ihm gefallen. Ich weiß ja, dass das irgendwie blöd ist, aber... Was ist, wenn das Schicksal ist? Was? Naja, wie wir uns kennengelernt haben, wie wir uns wieder getroffen haben, dass er Franks Bruder ist. Dass er ein emotionaler Krüppel ist. Ach komm schon, ein Typ, der nur eine unverbindliche Eimer-Sex-Geschichte will. Ja, vielleicht hat er die richtige noch nicht gefunden. Mit dem Satz beginnen elende Liebestragödien. Ach Mann, und warum führt das Schicksal uns dann immer wieder zusammen? Vermutlich, weil es auf elende Liebestragödien steht.
Tut deine Hand immer noch weh? Geht schon. Obwohl, vielleicht sollte doch noch mal ein Arzt drüber gucken. Das nennen wir dann Schicksal. Andi hat auch gesagt, ich soll damit ins Krankenhaus gehen. Ja, der wusste ja auch nicht, warum du da wirklich hin willst. Meine Hand tut wirklich weh. Ich glaub dir kein Wort. Aber okay. Los. Das hier nehmen wir mit. Fass mich nicht an, du Vollidiot! Das war doch nicht mit Absicht. Du bist gefeuert. Was wieder mal beweist, dass Rebecca eine völlige Fehlbesetzung in der Konzernleitung ist. Wer war denn der Kerl? Ja, irgendeine Praktikantin Elisabeth angeschleppt hat. Herrgott, die soll sich um Köster und die Green Line kümmern. Vielleicht ist das gar nicht nötig. Ich meine, Elisabeth und ihre Handlanger, die kegeln sich doch alle gegenseitig raus. Ja, aber ich warte ganz bestimmt nicht, bis diese ganzen Dilettanten mir mein Lebenswerk ruinieren. Ich will, dass Elisabeth auf die Nase fällt und dann kaufen wir beide alles auf. Na dann. Ich warte immer noch, dass ihr großer Plan endlich anrollt. Es rollt ja, aber es reicht halt eben noch nicht. Wir bräuchten irgendwie vielleicht eine unbezahlbare Werbekampagne. Ja, schöne Idee. Nur ich glaube, Elisabeth ist gerade sehr vorsichtig mit ihren Ausgaben. Ja, das stimmt. Wenn ich ihr den Vorschlag mache, wird sie bestimmt skeptisch. Was ist mit Ihnen? Ich? Vergessen Sie es. Elisabeth und ich, sie akzeptiert mich vielleicht, aber soweit, dass sie mir vertraut, ist sie noch lange nicht. Dann müssen Sie die richtigen Knöpfe drücken. Und welche sollen das sein? Wie riecht's nach Schwefel? Ihr schmiedet Pläne? Ihr solltet euch beeilen, bevor euch Rebecca die Show stiehlt. Du hast es gesehen? Ja klar. Sie wirkte ein bisschen überfordert. Der Auftritt wird hohe Wellen schlagen. Ja, das hoffe ich doch. In die Höhe, desto besser. Allerdings bezweifle ich, dass sie ausreichen werden, Lisbeth zum Kentern zu bringen. Oder was meint ihr? Wir werden sehen. Alexa, es ist wichtig, dass Sie Elisabeths Vertrauen gewinnen. Da hat deine Stellvertreterin ja heute eine eindrucksvolle Vorstellung ihrer Kompetenz abgegeben. Oh, das wird Rebecca wieder richten. Was viel interessanter ist, wir haben den Auftrag von Herrn Köster für LCA Green bekommen. Dann doch. Schön. Gott, Tanja, Sie müssen sich nicht verstellen. Ich weiß, wie Sie zu unserer Ökolinie stehen. Na dann. Gräfin, Sie sind zurück. Oh, darf ich Ihnen das abnehmen? Danke sehr. Herr Berg wurde beerdigt? Ja, wie geplant, im nordöstlichen Teil des Friedhains. Kennen Sie die alte Buche? Auch Justus, ich will da gar nicht hingehen. Oh, wie Sie meinen, Gräfin. Obwohl, vielleicht sollte ich doch bei der alten Buche, sagen Sie? Mit der Bank. Sie gehen ganz einfach den Hauptweg entlang bis zum Brunnen und dann den steilen Weg nach oben. Danke, Justus. Danke. Und? Hast du dir inzwischen was überlegt? Sollen wir für nachher noch einen Pressetermin ansetzen? Vielleicht warten wir damit noch ein bisschen. Und worauf genau willst du warten? Sag mal, was ist eigentlich los mit dir? Seit wann bringt dich ein Angestellter so auf die Palme? Der Typ ist einfach eine Katastrophe. Du stehst auf den Typen. Spinnst du? Ich hab recht, du stehst auf ihn. Ich dachte schon, du bleibst ewig auf dem anderen Ufer. Mit einer Wortschen meldete sich zurück im heterosexuellen Paarungskampf. Also Moment mal, bevor du das weitergibst, ja? Wirklich. Ich kann schweigen wie ein Grab. Von mir aus kannst du gerne mit den Angestellten in die Kiste springen, wäre nicht das erste Mal. Hier bist du. Draußen rattern ohne Ende die Anfragen rein. 2 Tageszeitungen sind auch dabei, die wollen eine Stellungnahme von dir. Und außerdem hat ein Fernsehsender angekündigt, dein Interview zu senden. Okay, wir dürfen keine Zeit mehr verlieren.
Pass auf, wir laden die Bauerkamp für ein Interview ein, damit sie das Ganze noch mal richtig stellt. Deine Aufgabe ist es, diesen Typen ranzuschaffen. Eine nette Entschuldigung, ein freundliches Händeschütteln für die Kamera, das kriegst du doch noch hin. Sicher. Dann bis gleich. Hallo. Hallo, Alexa. Ist ein schöner Platz. Ich habe mich noch gar nicht bedankt, dass mein Vater hier seine letzte Ruhe finden darf. Wenn Sie der Meinung sind, dass es der Wille Ihres Vaters gewesen wäre, woanders... Ich weiß, was Sie denken. Unsere Familien haben sich gehasst und bekämpft. Aber sie haben mich aufgenommen und mir ein Zuhause gegeben, als ich nicht wusste, wohin. Wir sind aufeinander zugegangen. Ich empfinde es als eine Art Versöhnung, dass ich ihn jetzt hier bestattet habe. Ich denke, er hätte das genauso gesehen. Sie haben ihm sehr viel bedeutet. Es fühlt sich richtig an, dass er jetzt hier ist. In meiner Nähe und in ihrer. Ihr Vater war ein faszinierender Mann. Wir haben uns beide sehr geschätzt. Und vielleicht war es sogar mehr. Aber er hatte zwei Gesichter. Ein dunkles, bösartiges. Für seine Ziele ist er über Leichen gegangen. Und seine Geschäftspraktiken waren und sind nach wie vor für mich absolut inakzeptabel. Es hätte für uns nie eine gemeinsame Zukunft gegeben. Aber Sie sind selbstverständlich willkommen auf Königsbrunn. Solange Sie sich an die Regeln halten. Das werde ich. Aber ich würde mich auch gerne nützlich machen. Eine Aufgabe übernehmen. Die Arbeit bei LCL hat mir immer Spaß gemacht. Dazu müsste ich erst einmal wissen, wo Ihre Loyalität liegt. Bei mir, bei Ihrem Vater oder doch bei Tanja? Tanja? Wer erzählt Ihnen sowas? Ansgar. Natürlich. Wer sonst? Das erzählt er doch nur, weil er sich rächen will, weil er nicht an das Erbe meines Vaters kommen konnte. Aber ich kann natürlich verstehen, dass es Ihnen schwerfällt, mir zu vertrauen. Ich werde aber damit leben müssen, Fehler gemacht zu haben. Ja, das müssen wir alle. Offensichtlich hat er keinen Dienst. Ja, damit ist seine Theorie widerlegt. Wenn das Schicksal wirklich wollte, dass ihr euch seht, dann wäre Jo schon längst aufgetaucht. Und ich kann nicht glauben, wie lange wir hier schon sitzen. Ich finde es trotzdem gut, dass wir da sind. Meine Hand tut echt weh. Frau Jakob? Wollen Sie vielleicht vor?
Tut mir leid, meine Schwester hat vergessen, dass wir noch einen wichtigen Termin haben, nicht wahr? Ja, stimmt. Ja, sie ist einfach als Schicksal. Ich bring dir dafür auch ein leckeres Eis aus der Cafeteria mit. Hallo. Hi. Ich würde gerne den anderen jungen Mann sprechen. Besuch. Ich gehe dann mal duschen. Was verschafft mir die Ehre? Ich möchte mich bei Ihnen entschuldigen. Für die Ohrfeige. Also Ihr Verhalten war inakzeptabel, aber ich habe begriffen, dass Sie nur helfen wollten. Sehr großzügig. Ja, also ich ziehe meine Kündigung zurück und Sie können Ihren Job behalten. Das klingt schon besser. Ja, unter einer Bedingung. Wir treten noch mal gemeinsam vor die Kamera von der Bauerkamp und Sie nehmen meine Entschuldigung öffentlich an. Verstehe. Das Ganze dient also nur dazu, deinen Ruf wiederherzustellen. Auch. Aber natürlich tut es mir auch leid. Und, kommen wir ins Geschäft? Nö. Tut mir leid. Ich nehme deine Entschuldigung an. Lass mich aber nicht vor deinen Karren spannen. Bitte? Zumindest nicht so. Dann gehen wir jetzt endlich mal einen Kaffee trinken. Warum sollte ich das tun? Weil man das so macht. Zusammensitzen, sich kennenlernen. Also ich finde, wir kennen uns schon gut genug. Hier geht es um meine berufliche Zukunft. Aber Sie scheinen ja den Ernst der Lage überhaupt nicht zu begreifen. Doch, versteh schon. Du hast Kohle, wohnst auf dem Schloss. Was hast du zu verlieren? Hm? Vergessen Sie es. Aber das Angebot mit dem Kaffee steht? Ich habe wirklich geglaubt, sie trauert um ihn. Stattdessen hält sie mir eine Moralpredigt am Grab meines Vaters. Typisch Elisabeth. Wenn es so weitergeht, dann spucken hier alle Landsteins einmal täglich auf sein Grab. Nur solange alle hier wohnen. Sie haben recht. Ich muss Elisabeths Vertrauen gewinnen. Und ich weiß auch schon wie. Ich liefere sie ans Messer. Witzig. Elisabeth weiß, dass sie gegen die Öko-Koalition sind. Da liegt es so nahe, dass sie versuchen, den Köster-Deal zu verhindern. Ist ja auch die Wahrheit. Ja, das soll sie natürlich nicht wissen. Zum Glück haben wir Köster in der Hand. Dann können wir ihr so ziemlich alles weismachen. Was genau? Dass sie versuchen, ihn zu bestechen, damit er von dem Geschäft zurücktritt. Ich würde Elisabeth die Beweise dafür liefern und ihr so zeigen, wo meine Loyalitäten liegen. Und ich wäre gefeuert. Ach, Quatsch. Nach dem Eklat mit Rebecca wird Elisabeth keine schlechte Presse mehr riskieren. Sie werden vielleicht abgemahnt, aber ist ja wohl zu verkraften. Den eigentlichen Plan können wir doch viel besser verfolgen, wenn ich an Elisabeths Seite sitze. Sie wird alles tun, was ich ihr sage, versprochen. Alexa, wenn ich herausfinde, dass Sie falsch spielen, dann mache ich Sie fertig. Ich weiß. Gut. Versuchen wir es. Nicht gut, dass du dich noch mal zu der Sache äußern willst. Ich hatte sofort den Eindruck, dass mehr dahinter steckt. Du warst die ganze Zeit so souverän und plötzlich hast... Ja, es tut mir leid, ich habe einfach die Nerven verloren. Dabei wirkt dieser Tim Helmke doch recht charmant. Findest du? Naja, vielleicht etwas abgelenkt. Ich finde ihn eher aufdringlich. Wo ist er eigentlich? Er kommt nicht. Ich hoffe, du gibst mir trotzdem die Chance, das wieder richtig zu stellen. Und warum kommt er nicht? Er will nicht. Aber bei wem willst du dich dann entschuldigen? Ich will einfach nur, dass jeder weiß, dass es mir leid tut.
Ja, aber wenn er nicht dabei ist, also wenn man ihn nicht sieht, dann sind es nur Worte. Kann sein, dass es das nur noch schlimmer macht. Hör zu. Ein Fernsehsender will das Video mit der Ohrfeige ausstrahlen und das will ich verhindern. Bitte, Rosi, gib mir die Chance, das wieder gerade zu biegen. Da leiert die eine Entschuldigung runter, die sie noch nicht mal ernst meint und erwartet dann noch, dass ich ihr den Arsch rette. Ich dachte, du stehst auf ihren Arsch. Da wusste ich aber auch noch nicht, wem der gehört. Hat die echt eine reingeballert? Vor laufenden Kameras. Weil ein Stuhl umgekippt ist und ich ihr aufgeholfen habe. Ach, Rebecca ist normalerweise ganz nett. Sie wirkt ein bisschen... Verbissen. Nee, angespannt. Vor allem seitdem sie in der Konzernleitung mitmischt. Ja gut, aber das ist jetzt nicht mein Problem. Und dein Job? Na gut, den bin ich los. Und das stört dich gar nicht, was? Ich werde schon noch irgendwas finden. Da mache ich mir jetzt nicht so den Kopf. Und um Miete brauchst du dir keine Gedanken machen. Ich mach mir keine Sorgen. Ich weiß, dass du ein Typ bist, der immer wieder auf den Füßen landet. Woher willst du denn das wissen? Weil ich auch so einer bin. Bock auf eine Fahrradtour? Ja, klar. Du kannst mir gleich ein paar neue Spots hier in Düsseldorf zeigen. Du kennst nur 3. Eben. Na dann. Ah, mein Fahrrad steht noch bei LCL. Das völlig vergessen, als Frank mich abgeführt hat. Dann müssen wir da noch mal hin. Ja. Ich bezahle natürlich die Reinigung. Ach Quatsch, den gebe ich in die Krankenhauswäscherei. Von den Dingern habe ich 6 Stück im Spind. Darf ich dich dann vielleicht wenigstens auf einen Kaffee einladen zur Entschädigung? Jetzt? Nein, heute Abend, morgen, übermorgen. Also denk jetzt nicht, ich will dich aufreißen oder so. Es ist ein Drink, mehr nicht. Okay, du hast ja meine Nummer. Vielleicht meldest du dich lieber. Du hast so viel zu tun, dann. Okay. Ich muss los mit dem Du hast Patienten. meine Nummer noch gar nicht. Ach, Ich warte. Darf doch. Meld dich, ja? alles klar. Hast du ihn gesehen? Ja. Bin direkt in den reingerannt, als ich aus dem Behandlungszimmer kam. Und noch einen ganzen Kaffee über den Mantel geschüttet. Aber wenn das nicht Schicksal ist. Was ist mit deiner Hand? Eine Scheibe und eine Tetanusimpfung. Frau Berg? Sie haben gesagt, Sie wissen nicht, ob ich loyal sein kann. Das habe ich so nie gesagt. Ich will es Ihnen trotzdem beweisen. Darf ich? Bitte? Habe ich irgendwas verpasst? Ich habe mich umgehört und ein Telefonat von Tanja aufgeschnappt. Mit einem gewissen Köster. Ist das nicht der Kunde, der sich für die Ökolinie interessiert? Du bist gut informiert. Wie gesagt, ich hatte die Ohren offen. Und was hast du sonst noch alles gehört? Dass Sie sich verabredet haben. Im Schneiders. Gut. Gibt es sonst noch was? Mir ist schon klar, dass ein Tipp noch kein Vertrauen schafft. Aber ich hoffe, dass ich Sie früher oder später davon überzeugen kann, dass ich auf Ihrer Seite stehe, Elisabeth. Was war das denn für ein Auftritt? Glaubst du ihr? Ich habe Alexa noch nie irgendwas geglaubt. Ansgar behauptet ja, sie steckt mit Tanja unter einer Decke. Gut möglich. Aber dann verstehe ich nicht, wenn Tanja was plant. Warum schickt sie uns dann einen Boten, der verrät, dass sie was plant? Erstmal finden wir heraus, ob Tanja sich wirklich mit Köster trifft. Ich bin im Schneiders. Ja, tu das. Es ist ja nicht so, dass ich jeden Tag vor einer Kamera stehe. Deshalb war ich auch sehr aufgeregt. Ich bin gern perfekt in dem, was ich tue. Und als dann der Stuhl plötzlich weg war, ich habe einfach die Nerven verloren. Es ist mir auch furchtbar peinlich. Hast du die Kündigung deines Assistenten inzwischen rückgängig gemacht? Noch nicht, aber
Er kann seinen Job natürlich jederzeit... Da ist er ja, Tim. Du bist doch noch gekommen. Entschuldigung, die Verspätung. Wir sind alle sehr gespannt auf dein Statement zu der ganzen Sache. Meine Chefin hat sich bei mir entschuldigt und ich habe die Entschuldigung angenommen. Was gibt's da noch zu sagen? Tatsächlich. Ich habe da einen ganz anderen Eindruck. Stimmt es, dass du dich kurz vor unserer Aufzeichnung vorhin mit einem Model vergnügt hast? Bitte? Zumindest hat sich ein Mädchen bei mir gemeldet, das das behauptet. Definiere mal vergnügt. Also stimmt es, Wir haben uns unterhalten. Worauf willst du hinaus? dass der Streit weniger beruflicher als persönlicher Natur war? Kann sein, ja? Wow, eine Love Story. Moment mal. Ich wusste es. Wir wollten das nicht so an die große Glocke hängen. Also seid ihr ein Paar? Nein. Das ist ein bisschen komplizierter. Warum die Ohrfeige? Naja, kann man sich's nicht denken? Doch. Und du hast sie sich auch verdient. Das heißt, Sie ziehen den Auftrag für die Ökolinie mit sofortiger Wirkung zurück? Ich verstehe das alles nicht. Aus dem Geschäft wird nichts. Aha. So läuft das nicht. Sie dürfen nicht in die Kamera gucken. Tun Sie, was wir Ihnen sagen. Aber warum? Weil wir Sie in der Hand haben, darum. Oder wollen Sie, dass Ihre Frau von Ihrem Abenteuer erfährt? Nein, bitte. Ja, reißen Sie sich jetzt mal zusammen. Entschuldigung, ich versuche nur zu verstehen. Erst zwingen Sie mich, LCL den Auftrag zu erteilen und jetzt soll ich plötzlich stornieren? Sie müssen es nicht verstehen, Sie müssen es nur tun. Und nicht zu mir gucken. Und den Text sagen. Los. Das heißt, Sie ziehen den Auftrag mit sofortiger Wirkung zurück. Wie vereinbart. Geht doch. Eigentlich wollten wir noch um die Häuser ziehen, aber dann tat plötzlich wieder ihre Hand weh und sie war müde. Weil will sie nur zu Hause warten, ob dieser Arzt sich meldet. Der Halbbruder von Helmchen. Nicht Tim, sondern der Doc. Yep. Bella macht sich immer noch Hoffnung. Dabei hat er ganz klar gesagt, dass das eine einmalige Sache war. Die hatte Sex mit dem. Daher der ganze Stress und die Trennung. Sag das auf keinen Fall Andi. Bin ich lebensmüde. Die ganze Situation ist schon kompliziert genug. Wieso? Weil du auf denselben Typen wie deine Schwester stehst? Was ist denn das für ein Schwachsinn? Warum mischst du dich denn in Sachen ein, die dich nichts angehen? Ich misch mich in überhaupt nichts ein. Mhm. Und deswegen fandest du ihn ja am Anfang sexy, diesen Nieder. Na gut, das ist jetzt ja vorbei. Wieso? Weil er hetero ist? Unter anderem. Aber trotzdem findest du ihn sexy. Ja, und selbst wenn überhaupt, dann nur, weil ich zurzeit ein bisschen unausgelastet bin. Dann mach was dagegen. Ja, das werde ich jetzt auch. Wenn Bella nicht mit will, dann ziehe ich eben alleine um die Clubs und guck, was die Szene so zu bieten hat. Klingt nach einem Plan. Ja, ist es auch. Und das Bad ist erstmal belegt. Und du machst hier bitte mal Ordnung. Ich kann diesen Saustall nicht mehr sehen. Ich bin mit Frank zum Essen verabredet, bevor er seine Nachtschicht auf Königsbrunn antritt. Mhm. Und du bist auch verabredet? Vielleicht. Mit deinem mysteriösen Verehrer, ja? Mhm. Wenn er sich meldet. Willst du noch mit auf ein Bier? Heute nicht. Ich habe leider schon was anderes vor. Oh, schade. Okay, dann ein andermal. Ich hoffe, du weißt, was du tust. Nicht, dass du die Trennung von Andi irgendwann bereust. Ich mag Andi. Ja, ich eben auch. Ja, aber es hat nicht gereicht. Ja, ich will mich auch gar nicht einmischen. Nein, das... Du sollst mir immer ehrlich deine Meinung sagen. Ich bestehe sogar darauf. Ich wünsche dir Glück. Das ist es, was ich sagen wollte. Bei mir kann es spät werden. Bis dann. Viel Spaß. Wie
können Sie nur sowas behaupten? Sie hat mich in die Ecke gedrängt. Und Sie wollten natürlich nur helfen. Genau, Ja, wie immer. genau. Ich will aber Ihre Hilfe nicht. Das sah vorhin aber noch ganz anders aus. Das war, bevor Sie der ganzen Welt erzählt haben, dass zwischen uns was läuft. So habe ich das nie gesagt. Ja, das stimmt. Sie haben es so dargestellt, dass ich scharf auf Sie bin und eifersüchtig, weil Sie immer mit anderen Models rummachen. Klingt doch gut. Ja, vielleicht in Ihren Ohren. Was willst du denn? Deinen Ruf retten? Das klingt doch besser, du hast meine runtergehauen, weil ich was mit einer anderen hatte, als wegen einem umgekippten Stuhl oder sowas. Und diese Rosi fand das auch echt süß. Wahnsinnig süß. Ich will gar nicht wissen, was alles im Netz steht. Warum guckst du es dir dann an? Und? Alle finden, Sie haben die Ohrfeige verdient. Na also, Das ändert trotzdem nichts daran, dass diese ganze Meute jetzt über mein Sexleben spekuliert. bist du auch mal irgendwann zufrieden? Ist Rebecca von Lahnstein doch nicht für die Männerwelt verloren? Du stehst auf Frauen? Auch. Keine Spur. Weder von Tanja noch von Köster. Vielleicht hat Alexa dir das Ganze nur erzählt, weil sie Punkte bei dir sammeln wollte. Allerdings, so dilettantisch ist selbst Alexa nicht. Größere Sorgen würde ich mir machen, wenn Tanja sich tatsächlich mit Köster getroffen hätte. Unsere Ökolinie war ihr von Anfang an ein Dorn im Auge. Ich traue ihr durchaus zu, dass sie... Oh. Ah, Herr Köster. Elisabeth von Lahnstein. Hallo, Herr Köster. Sie rufen sicher an wegen der Verträge. Darf ich fragen, warum? Aber wir waren... Ja. Ja, ich habe verstanden. Ja, auf Wiederhören. Köster macht einen Rückzieher. Was? Was soll das heißen? Der Deal ist geplatzt? Ja. Tanja, also doch. Wo steckt die Frau? Oh, ich wollte zu Ihnen. Haben Sie einen Moment? Nein, eigentlich nicht. Worum geht's denn? Um eine sehr interessante Entdeckung, die ich gemacht habe. Hier, sehen Sie selbst. Das heißt, Sie ziehen den Auftrag für die Ökolinie mit sofortiger Wirkung zurück. Wie vereinbart. Haben Sie dazu etwas zu sagen? Was fällt Ihnen an, mir hinterher zu spionieren? Nennen wir es einfach Intuition. Mit Köster habe ich übrigens bereits telefoniert. Er verzichtet auf die Rücknahme des Auftrags. Wir hätten Köster auch wegen Bestechung anzeigen können. Dich natürlich auch. Und jetzt? Bin ich gefeuert? Ich denke darüber nach. Auf jeden Fall ist Ihr Handlungsspielraum als Geschäftsführerin weiter eingeschränkt. Geht das noch? Du wirst dich wundern. Ach ja, und Frau Berg wird im Marketing einsteigen. Na dann, herzlichen Glückwunsch. Wann kann ich anfangen? Morgen. Danke. Ich freue mich. Du willst ernsthaft, dass Alexa für uns arbeitet? Ich traue dieser Frau keine Sekunde. Ich auch nicht. Ich werde sie mit Argusaugen beobachten. Ich muss ganz genau wissen, auf wessen Seite sie wirklich steht.
Wonach siehst du denn aus? Du weißt schon, wo du hier bist? In einem Club? In einem schwulen Club? Du meinst, die ganzen Männer hier sind... Sorry, ich muss gehen. Sehr lustig. Ich habe mich schon gewundert, warum hier so wenig Frauen sind. Gibt dir das irgendwie einen Kick? Wieso? Naja, hier rumzustehen und dich von den ganzen Typen anschmachten zu lassen? Aber hier schmachtet doch jeder jeden an. Wo ist das Problem? Ja, du spielst aber nicht fair. Die anderen, die sind zumindest theoretisch verfügbar. Aber ich kann doch nicht alle mit nach Hause nehmen. Jedenfalls nicht alle auf einmal. Aber... Was? Bella? Einmalig. Hör mal zu, Olli. Ich sag dir jetzt was dich vielleicht schockiert, aber... Es gibt nicht nur Fleischfresser und Vegetarier. Es gibt auch Menschen, die montags Salat essen und dienstags sich ein Steak in die Pfanne hauen. Es gibt Menschen, die klassische Musik hören, aber auch Hip-Hop ab und zu. Es gibt auch Menschen, die trinken Bier und ab und zu trotzdem Wein. Ich hab's schon kapiert. Tanzen? Wie habe ich das gemacht? Jetzt können wir Elisabeth all unsere guten Ideen einflüstern. Vor allem soll sie noch mehr Geld und Energie in ihrem Ökoprojekt versenken. Und dann lassen wir sie hochgehen. Alle miteinander. Alle? Alexa, wenn ich herausfinde, dass Sie mich täuschen, dann lasse ich Sie sofort auffliegen. Und Sie sind hier für immer verschwunden. Keine Sorge. Das Gleiche gilt natürlich auch andersherum. Dass da was läuft, ist klar. Aber was? Vielleicht finde ich das irgendwann auch noch heraus. Bis bald. Und wie immer, good luck, Stylitas. Eine ungewöhnliche Taktik, aber offenbar sehr erfolgreich. Ja, der Fernsehsender wird das Video mit der Ohrfeige nicht senden. Sie wollen Rücksicht auf meine Privatsphäre nehmen. Ja, das ist sehr gut. Trotzdem stehe ich jetzt als eifersüchtige Kuh da. Stimmt das denn? Was? Dass da was läuft? Bist du wahnsinnig? Und wenn dieser Typ der letzte Mensch auf dem Planeten wäre? Also ich finde ihn sympathisch, sogar amüsant. Dann haben wir beide einen sehr unterschiedlichen Humor. Also ich finde ihn einfach nur nervig, anstrengend und chaotisch. Ja, ich möchte dem jungen Mann aber trotzdem eine Chance bei LCL geben. Auf der einen Seite will ich Charlie und Frank einen Gefallen tun und auf der anderen Seite bin ich schon gespannt, wie er sich entwickelt. Ja, ich weiß, du findest das nicht. Aber komm, ihr habt doch nur ganz wenige Berührungspunkte. Hoffentlich. Ja, hast du ja echt einen Arsch gerettet. Ich glaube, das sieht sie anders. Oh, steht doch ganz gut da. Das habe ich auch versucht, ihr zu erklären. Frauen. Aber wenigstens hast du den Job wieder. Und einen Kaffee habe ich auch noch gut bei ihr. Willst du wirklich dranbleiben? Warst du noch nie mit einer schönen Frau Kaffee trinken? Schon, aber willst du wirklich Rebecca anmachen? Das könnte schwer werden, wenn sie auf Frauen steht. Wieso? So festgelegt ist sie nicht. Die hat auch was mit dem Art Director. Echt? Ja. Aber an ihr beißt du dir trotzdem die Zähne aus. Abwarten.
nothing to hold but the memories and frames. Oh, they remind me of the battle I face. Without your love, without you, I drown. Somebody save me. Hallo Jo. Lust auf einen Drink? Bella. Without you now, this is what it feels like.